In diesem kleinen Video möchte ich darauf eingehen, wie man bei Vampire die Maskerade in der 5. Edition würfelt. Bei Vampire die Maskerade benötigt ihr, wie ihr hier sehen könnt, 10-seitige Würfel und das in 2 unterschiedliche Farben. Eine Farbe, in diesem Fall die schwarzen, für die normalen Würfel in eurem Pool und eine Farbe, die roten in diesem Fall, für die Hungerwürfel. Ihr braucht maximal 5 Hungerwürfel für euren Charakter. Und da es sich bei Vampire die Maskerade um ein Poolsystem handelt, zwischen 1 bis 10 normalerweise normalen Würfeln. Es gibt für Vampire die Maskerade eigens angefertigte Würfel, die einem das Spielen erleichtern. Und ich möchte anhand dieser Darstellung einmal verdeutlichen, wie man die ablesen kann. Ihr seht hier oben die schwarzen Würfel und hier unten die schwarzen Würfel sind die normalen Würfel. Eine 1 auf einem schwarzen Würfel ist auf den eigens angefertigten Würfel eine blanke Seite, weil es kein Erfolg ist und keinen Effekt hat. Das gleiche gilt für alle Zahlen bis inklusive 5 und alle Zahlen ab 6 bis 9 haben ein Ank. Das Anzahl zeigt, dass man einen Erfolg hat. Eine 10 ist ein Ank mit Sternchen und gilt als ein potenzieller Triumph, respektive ein kritischer Erfolg, wenn man es als Teil eines Paschs hat. Die Hungerwürfel sind die roten Würfel, die ihr oben seht, ganz normale W10 und die hier unten den speziellen V5-Würfeln entsprechen. Die 1 auf einem Hungerwürfel ist auf einem V5-Würfel ein Totenkopf, womit man dann sieht, dass hier eine 1 gewürfelt wurde. Die Zahlen 2, 3, 4 und 5 sind einfach leere Seiten und man sieht damit, dass man keinen Erfolg hat. Die Zahlen 6 bis 9 sind durch ein einfaches Ank dargestellt und gelten als ein Erfolg. Eine 10 auf einem Hungerwürfel ist auf den V5-Würfeln als ein Ank mit Fängen dargestellt, da wenn man einen Triumph damit würfelt, der wiederum ein 10er Pasch darstellt, dann hat dieses quasi Biss und ist damit relevant. Aber zu diesen Regeln werde ich jetzt kommen. Für die weitere Regeldemonstration werde ich die V5-Würfel verwenden, weil die meiner Meinung nach intuitiver sind als die normalen W10. Das heißt, die sind einfach abzulesen, auch wenn man natürlich weiterhin die 10-seitigen normalen Würfel benutzen kann. Wir kommen jetzt zu dem Ablesen des Würfelergebnisses. Ein Ank und eine einzelne 10 zählt immer als ein Erfolg. Ein Pasch 10 zählt als doppelt so viele Erfolge, das heißt, man hat hier wieder ein Ank, weil es ein Pasch ist, sind es 4 Erfolge. In diesem Beispiel haben wir 3 Zehner. Mit 3 Zehner können wir ein Pasch bilden, das heißt, dies hier sind 4 Erfolge und diese 10 hat keinen Paschpartner und zählt damit nur als ein Erfolg, das heißt, diese 3 Würfel sind 5 Erfolge. Wenn man es schafft, mehrere Paschs zu haben, werden diese auch mehrfach gezählt. Das heißt, in diesem Fall hätten wir mit dieser Reihe 8 Erfolge. Ein Pasch 10 wird bei Vampire in der deutschen Fassung als ein Triumph bezeichnet. Ein Pasch 10 mit einem normalen Würfel ist ein normaler Triumph. Ein Pasch 10 mit einem Hungerwürfel, und man muss das Pasch mit dem Hungerwürfel bilden, ist ein dreckiger Triumph. Die Spielleitung wird euch für euren Wurf eine Schwierigkeit ansagen. Das heißt beispielsweise die Schwierigkeit 4. Die Schwierigkeit 4 beschreibt die Anzahl der Erfolge, die ihr erreichen müsst und nicht mehr, wie in vorherigen Editionen, die Zielzahl. Die Zielzahl ist immer 6. Wenn wir das Würfelergebnis ablesen, haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Erfolge
und haben damit die Schwierigkeit erreicht und haben damit einen Erfolg. Hätten wir anstelle dessen 1, 2, 3 Erfolge gewürfelt, hätten wir die Schwierigkeit von 4 nicht erreicht und es wäre ein Fehlschlag gewesen. Im Fall eines Fehlschlags, bei dem man zu wenig Erfolge hat, kann man der Spielleitung anbieten, dass man den Erfolg zu kosten hat. Das heißt, dass einem die Aktion gelingt, aber etwas Negatives geschieht. Hat man gar keinen Erfolg gewürfelt, wie in diesem Beispiel der Fall, wo alle Seiten leer zeigen, ist dies ein totaler Fehlschlag und die Aktion, die man versucht hat, gelingt nicht nur nicht, sondern es geht auch darüber hinaus etwas schief. Mit 2 Zehner, wie in diesem Beispiel, die als ein Triumph zählen, habt ihr 4 Erfolge und ihr hättet damit die Schwierigkeit erreicht und damit einen Erfolg, einen triumphalen Erfolg sogar. Ihr könnt einen Triumph auch mit den Hungerwürfeln erzielen. Ihr habt dann weiterhin die 4 Erfolge. Ihr habt Erfolg gehabt, allerdings hilft die Bestie eures Vampirs bei dem Erfolg mit. Das heißt, eure Aktion gelingt und gelingt durchaus auch ausgezeichnet. Allerdings sorgt eure innere Bestie dafür, dass es Kosten hat. Man könnte behaupten, es ist ein Ja und Aber. Beispielsweise, ihr habt das Buch in der Bibliothek gefunden, ihr habt sogar noch eine wichtige Information dazu bekommen. Allerdings habt ihr dabei die verschiedenen Regale zerstört und Aufmerksamkeit auf euch gezogen. Ihr habt es geschafft, an der Wache vorbeizuschleichen, ohne dass sie Alarm schlägt, aber ihr habt die dabei derart verletzt, dass sie vielleicht nie wieder Alarm schlagen wird. Es gibt natürlich auch dieses Beispiel. Ihr habt eine Schwierigkeit von 4, ihr habt 2 Erfolge und ihr habt die Schwierigkeit damit nicht erreicht und auf dem Hungerwürfel liegt eine 1. In diesem Fall habt ihr nicht nur einen Fehlschlag, sondern ihr habt einen bestialischen Fehlschlag. Das heißt, die Bestie in eurem Vampir bekommt mit, dass ihr das, was ihr eigentlich machen wolltet, nicht geschafft hat und euer Charakter entwickelt zeitlich eingegrenzt, beispielsweise einen Zwang. Oder wenn man keinen Zwang einführen will, kann man sich auch dafür entscheiden, dass der Charakter schwer heilbaren Schaden erhält, Hintergründe beschädigt werden oder die Menschheit erodiert. Eine Frage, die sich bei einem Poolsystem wie Vampire stellen kann, ist, was passiert, wenn der Charakter einen Hunger von 4 hat, man allerdings für die Tätigkeit, die man versucht, nur einen Pool von 3 bietet. In diesem Fall nimmt man so viele Würfel, wie man normalerweise Pool hat, technisch gesehen, und ersetzt diese Würfel mit so vielen Hungerwürfeln, wie man hungrig ist. Man hat 3 Würfel in dem Pool nur. In diesem Fall ersetzt man 3 Hungerwürfel und man würfelt in dem Fall nur mit den Hungerwürfeln. Und hat den Nachteil, dass man mit Willenskraft einen Fehlschlag oder auch einen dreckigen Triumph nicht neu würfeln kann. Es gibt einige Würfel, in denen ihr keine Hungerwürfel in eurem Pool ersetzen muss. Ein Beispiel hierfür ist ein Wurf auf Gelassenheit und Entschlossenheit, im Englischen Resolve und Composure, respektive eure Willenskraft. Hier greift die innere Bestie eures Vampirs nicht ein und spielt dahingehend keine Rolle. Ein weiterer Aspekt, wo ihr ebenfalls keine Würfel durch Hungerwürfel ersetzen müsst, ist, wenn ihr würfelt, um zu sehen, ob ihr eure Menschlichkeit behaltet, wenn diese belastet wurde. Auch hierbei könnt ihr den Pool ohne die Hungerwürfel bilden. Bereits in dem alten System gibt es auch in Vampire die 5. Edition Willenskraft. Ihr könnt einen Willenskraftpunkt einsetzen, um bis zu 3 normale Würfel nachzuwürfeln. Wenn wir wieder von der Schwierigkeit von 4 ausgehen, ihr habt hier 2 Erfolge nur, auf den 3 Würfeln liegt kein Erfolg,
Es wäre ein bestialischer Fehlschlag, wenn es schief geht, und damit könnt ihr diese 3 Würfel nachwürfeln. Und das nachgewürfelte Ergebnis zählt. Hättet ihr jetzt beispielsweise geschafft, 2 weitere Erfolge dazu zu werfen, würde die Probe als erfolgreich gelten. Wenn wir wieder von der Schwierigkeit 4 ausgehen, wäre dies hier natürlich mit 4, 5, 6, 7 Erfolgen ein dreckiger Triumph, der durchaus sehr ausgezeichnet ist. Allerdings könnt ihr sagen, ich möchte vielleicht, dass mein Charakter versucht, sich zusammenzureißen und nicht der inneren Bestie die Herrschaft überlassen oder für Probleme sorgen. In diesem Fall könnt ihr euren Willenskraftpunkt wieder dafür einsetzen, um neu zu würfeln. Und ihr könnt hierbei 1 bis 3 Würfel nehmen. Das heißt, ihr müsst nicht unbedingt 3 Würfel nehmen. Und ihr könntet die 10 auf dem normalen Würfel nehmen, neu werfeln und dann hoffen, dass entweder ein normaler Erfolg oder kein Erfolg zustande kommt. Und in diesem Fall hättet ihr wieder 4 Erfolge und die Aktion geschafft. Ihr könntet natürlich auch sagen, wenn hier eine 10 liegt, dann würfelt ihr beide Würfel hier nach und hofft, dass es dann 2 oder einen Erfolg gibt, der halt keine 10 ist. Natürlich ist das Risiko da, pro Würfel hat man eine 10%ige Chance, dass wieder eine 10 auftaucht. Hungerwürfel sind leider von dem Willenskraftpunkt, um Würfel neu einzuwürfeln, ausgeschlossen. Das heißt, ihr könnt nicht hingehen und hier diesen Fehlschlag oder eine der beiden 10er und damit den dreckigen Triumph wegwürfeln. Wenn ihr in einem Attribut oder wahrscheinlich in einer Fertigkeit eine Spezialisierung habt, wirkt das sich dahingehend auf euren Würfelpool aus, dass ihr für jede Spezialisierung, die in dem Kontext des Wurfs relevant ist, einen zusätzlichen Würfel in eurem Pool erhaltet und diesen würfeln könnt. Vampire die Maskerade bietet euren Charakteren die Möglichkeit, für eine Aktion mit anderen Charakteren zu kooperieren, respektive zusammenzuarbeiten. Regeltechnisch heißt das, dass jeder Spieler, dessen Charakter auch einen Punkt in der geforderten Fertigkeit besitzt, einen Würfel zu dem Würfelpool eines anderen Spielers hinzusteuern kann. Gehen wir davon aus, dass ein Vampir mit einer Intelligenz von 2 und einem Verständnis in Technologie von auch 2 würfeln möchte und gerade einen Hunger hat, dann würde sein Pool normalerweise 4 Würfel beinhalten. Allerdings kann es sein, dass eins seiner Klüngelmitglieder auch sich mit Technologie auskennt und der oder die Spielerin sagt, ich möchte, dass mein Charakter dich unterstützt. Und in diesem Fall gibt dann die Spielerin dem Spieler oder auch der Spielerin einen weiteren Würfel in dem Pool, mit dem sie dann würfeln kann. Und natürlich können auch noch weitere Spieler weitere Würfel hinzugeben. Wenn ein Vampir seine vampirischen Fähigkeiten einsetzt, muss der oder die Spielerin eine Probe mitunter machen, ob der Vampir hungriger wird. Dies ist beispielsweise nötig, wenn der Vampir am Abend versucht aufzuwachen, wenn der Vampir versucht, Wunden mit der Hilfe seines Blutes zu verschließen oder wenn der Vampir Attribute steigert. Es kann ebenso gefordert sein, wenn der Vampir sich der unterschiedlichen Disziplinsfähigkeiten bedient. In diesem Fall benutzt man einen 10-seitigen Würfel. Bei dem Clans im Grundregelwerk reicht auch ein normaler Würfel. Bei denen in Chicago by Night, bei dem La Sombra und den Hekate aus Cults of the Bloodgood sollte man einen Hungerwürfel nehmen. Wir können aber für die Demonstrationszwecke einfach einen normalen
7-seitigen Würfel nehmen. Man rollt diesen und wenn der Würfel keinen Erfolg zeigt, wird der Vampir hungriger. Wenn der Würfel einen Erfolg zeigt, wird der Vampir nicht hungriger. Unabhängig davon, ob der Vampir hungriger wird oder nicht, gelingt die Aktion. Das war meine kleine Einführung in das Würfelsystem zu Vampire die Maskerade in der 5. Edition. Weitere kleine Videos, zum Beispiel für die Erläuterung, wie das mit dem Hungersystem näher funktioniert, wie man Menschlichkeit würfelt, respektive wie Vampire in der 5. Edition das Moralsystem abbildet oder auch wie man in der 5. Edition kämpft, werden im Weiteren folgen. Wenn ihr Anmerkungen, Kommentare, Kritik oder Fragen habt, meldet euch gern in den Kommentaren und ich werde versuchen, darauf in zukünftigen Videos einzugehen. Vielen Dank für das Zuhören. Ich freue mich über jeden Daumen hoch und über jeden neuen Subscriber und bleibe dahin bis zum nächsten Mal mit freundlichen Grüßen. Auf Wiedersehen.